Mein typischer Arbeitsalltag, den kann man witzigerweise gar nicht so richtig beschreiben. Man nimmt sich ja immer was vor für den Tag, man hat einen Plan. Ich habe ein Sales-Tool, da stehen meine Aufgaben drin, was zu tun ist. Ich habe Termine, die ich mit Kunden ausmache. Ich verreise, da muss ich auf meine Bahntickets achten und wann die Bahn abfährt. Ich muss mit Mitarbeitern kommunizieren über Vertriebsprojekte. Ich habe da auch interne Termine, nicht nur externe. Aber die Erfahrung zeigt, 20% von meiner Planung bleiben und 80% des Tages sind dann doch wieder Dinge, die einfach so hereinkommen. Und so ist der Vertriebsalltag. Da muss man einfach flexibel bleiben. Das wird auch häufig mal scherzhaft kolportiert in den Mittagspausen. Der Vertrieb, der geht immer Kaffee trinken und hat ein feines Leben. Wir verkaufen ja nicht eine Lösung und dann war es das für uns im Vertrieb. Wir sind ja auch Account Manager. Und dazu gehört, dass man quasi mit dem Kunden laufend im Gespräch bleibt und fragt, was gibt es denn für Anforderungen. Und das macht man am besten in so einer lockeren Atmosphäre. Ciao. Es sei denn, der Kunde hat wieder eine Frage zu einem ganz bestimmten Thema, wo er auch einen Experten sprechen will. Und dann nehme ich den dazu aus unseren Business Units. Wir sind keine Einzelgänger. So funktioniert das auch nicht. Also gerade auch besonders dann nicht, wenn wir solche komplexen Produkte oder Lösungen verkaufen, wie wir es hier bei Promatis machen. Da gehört Technologiewissen dazu, Applikationswissen, Prozesswissen. Dazu haben wir ja unsere Kollegen in den Business Units und mit denen tauschen wir uns ständig aus. Und die beziehen wir auch in den Vertriebsprozess mit ein. Über komplexe Vertriebsprojekte unterhalten wir uns auch regelmäßig in Vertriebsmeetings oder Vertriebstelcos und tauschen uns darüber aus, damit wir auch voneinander lernen können. Und das Schöne ist bei Promatis, es hilft auch wirklich jeder mit. Und es macht einfach auch Spaß. Also idealerweise sollte die Kollege, die Kollegin ein bisschen IT-Verständnis mitbringen. Ja? Also wir befinden uns in einer großen digitalen Transformation. Was braucht man dazu? Welche Applikationen, welche Techniken dafür notwendig sind? Also dieses Grundverständnis sollte auf jeden Fall schon da sein. Und dann sollte man einfach kommunikativ sein, offen und Spaß an der Arbeit haben. Im Vertrieb haben wir ja öfters auch mal interne Meetings hier in Ettlingen in der Zentrale. Wenn wir dann abends auch mal nach Feierabend zusammen ein Bier trinken gehen können. Das stelle ich mir vor, wenn jemand Spaß an so einem Teamwork hat, dann ist er bei uns richtig. Das sogenannte V-Bier, genau, das Vertriebsbier, abgekürzt V-Bier.